Vorher dachte ich immer, dass ich schon bewusst genug handle. Aber nein, durch Interest habe ich bemerkt, dass ich viel mehr bewusster an unterschiedlichen Dimensionen arbeiten muss. Dass ich erstmal verstanden habe, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur Müll trennen ist, weil das Interest-Studienprofil eben dazu auffordert, neue Projekte anzugehen, seine Grenzen auszutesten und zu sehen, was noch alles möglich ist. Lehrerinnen und Lehrer stehen ja vor diesem Dilemma, dass sie auf der einen Seite mit dem bildungspolitischen Anspruch konfrontiert sind, Bildung für nachhaltige Entwicklung möglichst interdisziplinär in Schule und Unterricht hineinzutragen und umzusetzen, dass sie aber auf der anderen Seite überhaupt nicht dafür ausgebildet sind. Wir werden alle uns an der Schule wiedersehen irgendwann. Und wenn wir dann große Themen angehen wollen, dann ist es gut, wenn man sich vorher schon mal ausgetauscht hat. Das Besondere für mich am Interest ist der Austausch auf Augenhöhe mit anderen Studierenden, aber auch mit den Mentoren und Mentorinnen, die einen da betreuen. Jeder und jede sind herzlich eingeladen und herzlich willkommen. Es ist egal, welches Lehramt sie studieren. Ich finde es total schön, dass man mit Studierenden aus ganz verschiedenen Fachbereichen zusammenkommt, mit denen man sonst gar keinen Kontakt hätte. Dass ich das so verfolgen konnte, ohne dass ich jetzt richtig von meinem Studienplan oder von meiner Modulprüfungsordnung abweichen musste. Man hat viele Möglichkeiten, Projekte anzugehen, man erlernt neue Kompetenzen. Genau, es ist eben sehr umfassend und man kann im Prinzip alles mit einbinden. Wir waren auch in Ecuador auf einer Exkursion, was ich sehr beeindruckend fand, dass das nicht nur Schulgärten waren, sondern auch Gemeinschaftsgärten, sprich Eltern bzw. die Gemeinde war mit in die Arbeit von diesen Schulgärten eingebunden. Man denkt immer beim Nachhaltigkeitsbegriff immer auf erster Stelle an ökologische oder ökonomische Dimensionen. Und durch meine Arbeit auf soziale Dimensionen habe ich gesehen, wie sehr wir nach der Gerechtigkeitsfrage unserer Gesellschaft heranarbeiten müssen. Was hätte ich verpasst? Und zwar, dass ich einmal in meinem Studium kreative Leistungen abgeben kann. Und zwar ein Video zu drehen oder beziehungsweise ein Video zu schneiden. Wie man mit theaterpädagogischen Mitteln im Endeffekt Themen erarbeiten kann. Und also dieses Theaterstück, was ich geschrieben habe, das wäre nicht möglich gewesen. Und dass das alles so zusammenkommt, das ist im Rahmen von Interest so gekommen. Was Sie bitte mitbringen, ist erstens Neugierde für die Themenvielfalt des Lebens in unserer sich immer weiter globalisierenden Welt. Zweitens Offenheit für kreative Prozesse, zum Beispiel wenn es darum geht, innovative Lehr-Lernarrangements zu entwickeln. Und drittens die Bereitschaft, die eigene Sicht auf die Welt und die Sicht auf das, wie Schule und Unterricht in dieser Welt zu sein haben, immer wieder kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Auch nicht nur diesen europäisierten Blick von oben, wir erklären euch ein bisschen die Welt, sondern dass man auch sagt, gut, ne, was können wir vielleicht auch gegenseitig voneinander lernen. Man bekommt einfach sehr viele Soft Skills an die Hand, die man später auch in der Schule anwenden kann und einarbeiten kann. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Join us! Inscrivete! Şimdi kaydını yap. Inscris-toi! Anmelde dig gärna. Jag hoppas att du vill delta. Melde dich an! Das ist